Ja, einen schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank, Maria Büchiger, für die schöne Einladung hier zur Ringvorlesung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Vor ein paar Jahren habe ich hier bereits über Kitsch vorgetragen. Ich denke, die Frage, was ist gute Musik, ist so interessant, dass ich sie eigentlich gerne erweitern möchte, weil sie nämlich die Künste an und für sich betrifft. Und deswegen möchte ich eben heute etwas allgemeiner formulieren, was ist gute Kunst, und zwar mit zwei Fragezeichen. Das zweite Fragezeichen soll einen gewissen Zweifel andeuten, ob man die Frage nach der guten Kunst heute überhaupt noch so direkt stellen kann, sprich, ob man sie ohne zusätzliche theoretische Differenzierungen stellen kann. Der Rang der Kunst lässt sich nämlich heute, aus Gründen, die ich gleich diskutieren werde, nicht mehr einfach an den Eigenschaften oder an den Qualitätsmerkmalen von Kunstwerken ablesen, sondern zeitgenössische Kunst lässt sich einzig und allein noch anhand von Kunstkommunikation beurteilen, die ein Kunstwerk freizusetzen vermag. Entsprechend werde ich versuchen, die Frage nach der guten Kunst mit einem kommunikationstheoretischen Ansatz zu beantworten. In diesem Sinne möchte ich in einem ersten Schritt einen allgemeinen Kommunikationsbegriff vorstellen. Den werde ich dann in einem zweiten Schritt auf die Kunstkommunikation hin erweitern, um abschließend dann argumentieren zu können, dass die selbstreflexive Kunstkommunikation in einem normativen Sinne auch als gute Kunst aufgefasst werden kann. So viel vorab. Der Soziologe Niklas Luhmann hat einen dreigliedrigen Kommunikationsbegriff entwickelt, wonach jede Kommunikation aus einer dreifachen Selektion besteht, nämlich aus einer Selektion von Information, von Mitteilung und von Verstehen. Und das heißt, es kommt damit auch eine dreifache Kontingenz ins Spiel. Das Modell lenkt also von Anfang an den Blick auf die Unwahrscheinlichkeit, dass eine Kommunikation überhaupt erfolgreich stattfinden kann. Darüber hinaus gibt es in diesem Modell noch zwei abstrakte Kommunikationspartner, die Luhmann dann als Ego und als Alter bezeichnet. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Person sagt zur anderen, die Sonne scheint. Die erste Selektion bedeutet, dass es sich hier um eine für die Kommunikation relevante Beobachtung handelt und alle anderen alltäglichen Wahrnehmungen sind eben für diese Kommunikation irrelevant. Zudem erfolgt auch eine Selektion hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Information mitgeteilt wird. Man kann diese Aussage beiläufig oder man kann sie mit einem ironischen Unterton oder mit einem gewissen Erstaunen in der Stimme treffen. In unserem Fall soll der Satz "Die Sonne scheint" überrascht ausgerufen werden. Schließlich muss man die Information aufgrund des Mitteilungscharakters auch noch verstehen, was eben eine dritte Selektion erforderlich macht. Verstehen heißt also, die Unterscheidung von Information und Mitteilung als Einheit zu interpretieren. Sagen wir, ein Paar befindet sich im Urlaub am Meer und die Mitteilung der Frau, die Sonne scheint, wird von dem Mann als Aufforderung zum Badengehen verstanden. Da eine solche Kommunikation nun aber aus Selektion besteht, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Haben die beiden am Morgen darüber gesprochen, dass das Wetter schlecht wird und man nicht an den Strand gehen kann, sondern einkaufen fährt und dafür einen Schirm mitnehmen muss, dann liegen zwei verschiedene Verstehenskontexte vor, nämlich baden gehen und einkaufen gehen. Wenn der Mann den Kontext 2 selektiert, dann könnte er die Mitteilung "Die Sonne scheint" als eine Aussage seiner Frau verstehen, dass man keinen Schirm zum Einkaufen mitnehmen muss. Sie sehen, dass auch die Alltagskommunikation aus Selektion besteht und es entsprechend jederzeit zu Missverständnissen kommen kann. Obwohl Luhmann mit Die Kunst der Gesellschaft eine großartige Kunstsoziologie geschrieben hat, so bleibt auch dieses Buch, wie fast alle seine systemtheoretischen Bücher, sehr abstrakt und er verzichtet weitgehend auf Beispiele, was bei der Kunst an für sich etwas problematisch ist. Luhmann erklärt nie im Detail, sprich anhand von Kunstwerken, wie die Kunstkommunikation
tatsächlich funktionieren soll. Wie jede Kommunikation besteht auch die Kunstkommunikation aus einer dreifachen Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen. Was sich jedoch gegenüber einer Alltagskommunikation ändert, ist, dass der Künstler hinter seiner Arbeit verschwindet. Der Künstler wird zum grauen Schatten seines Werkes, das unabhängig von ihm kommuniziert, wenn es erst einmal in der Welt ist. Die Kunst kommuniziert, wie es bei Luhmann heißt, vermittels von Kunstwerken. Meine Ausgangsthese lautet, dass sich die drei basalen Komponenten der Kunstkommunikation, also Information, Mitteilung und Verstehen, mit Hilfe der kunstspezifischen Kategorien von Medium, Werk und von Konzept konkretisieren lassen. Man hat es hier also mit einem Spezialfall des Luhmannschen Kommunikationsbegriffes zu tun. Jedes Kunstwerk besitzt eine Informationskomponente, die a priori, das heißt vor aller Kunsterfahrung, ein spezifisches Hintergrundwissen für den Rezipienten bereitstellt. Diese Informationsquelle nimmt in der Kunstkommunikation die Gestalt von Konzepten an, wie sie in der Konzeptkunst dann explizit gemacht wird. Zu den Kunstkonzepten gehören einerseits explizite sprachliche Beschreibungen, wie sie eben zum Beispiel durch einen Bildtitel vorgenommen werden, und zum anderen gehört zum konzeptionellen Kern eines Kunstwerks auch all das, was sich sofort und unmittelbar an diesem Kunstwerk wahrnehmen lässt und für jeden Betrachter selbstverständlich ist. Die Konzepte umfassen also auch im ursprünglichen Sinne des italienischen Wortes concetto den thematischen Einfall, also zum Beispiel, dass es sich bei einer Skulptur um eine Kreuzigungsszene handelt. Zum Konzept gehört kurz gesagt alles, was sich an einem Kunstwerk so unmittelbar wie in der Lebenswelt wahrnehmen und erfahren lässt, beziehungsweise was ihm explizit sprachlich zugeschrieben wird. Die Mitteilungen werden in der Kunst durch spezifische Medien der Kunst hergestellt. Bei solchen Kunstmedien kann es sich um Kunststile oder um Ismen oder auch um Ästhetiken handeln. Die Medien der Künste statten die konzeptionellen Informationen mit einem performativen Gehalt aus, den die Bilder, die Skulpturen, die Bauwerke oder die Gedichte als bloße Informationsträger nicht besitzen. Schließlich gibt es noch die Kunstwerke, mit denen in der Kunst kommuniziert wird. Das Kunstwerk synthetisiert in sich sowohl die selbstverständlichen Informationen als auch die medienspezifischen Mitteilungen. Und diese im Werk gespeicherte Differenz von Information und Mitteilung kann dann auch, wie jede Kommunikation, verstanden werden. Luhmann hat die Kunst einmal ad hoc als Kompaktkommunikation bezeichnet. Der Begriff vermittelt sehr schön, dass die Formenkombination eines Kunstwerkes jene Kommunikation bereits enthält, die in der Rezeption dann erst freigesetzt wird. Kunstwerke speichern mit anderen Worten ein Kommunikationspotenzial in einer sehr komprimierten Form. Auch in der Kunstkommunikation findet also eine dreifache Selektion von Information, von Mitteilung und von Verstehen statt, die aber in diesem Fall über Konzepte, über Medien und über Werke der Kunst läuft. Diese Selektionen können mehr oder weniger stark ausfallen. In den traditionellen Schönkünsten fallen sie kaum auf, weil die Kunst damals in einem für alle gleichermaßen verbindlichen kulturellen Verstehenskontext eingebettet war. So war Michelangelos Kruzifix von Santa Spirito in einem religiösen Kontext eingebettet, das heißt in einem Kulturkontext, in dem das Konzept, dass man hier Jesus Christus am Kreuz sieht, nicht erklärungsbedürftig war. Das Neuartige an diesem Jugendwerk von Michelangelo war die spezifische Renaissance-Ästhetik, mit dem dieses religiöse Symbol hier zum Ausdruck gebracht wird. Der Künstler hatte sich einen idealtypischen schönen Knaben als Modell genommen und die Christusfigur ohne Lendentuch dargestellt. Die Selektion dieser Darstellung, sprich das Medium, war aufs engste verwoben mit dem damaligen Zeitgeist. Man orientierte sich an den Schönheitsidealen der Antike und daraus abgeleiteten humanistischen Idealen.
Für die intellektuelle Elite war es entsprechend kein Problem, das Werk als Ausdruck der eigenen neuen Zeit zu verstehen. Auch das fehlende Lendentuch ist keine künstlerische Selektion, welche aus dem Sinnzusammenhang des Werkes vollständig herausfällt oder ihm widerspricht, sondern vielmehr wird hierdurch die Idee des Renaissance-Menschen, der sich in Christus wiedererkennt, in ein Extrem getrieben. Das Kruzifix von Santo Spirito setzt also eine Kunstkommunikation frei, die ein Teil der Bevölkerung von Florenz angenommen und ein Teil abgelehnt hat, aber das Werk verstand sich trotz seines innovativen Charakters für alle von selbst. Eine solche selbstverständliche Kunstkommunikation war in der gesamten Periode der schönen Künste vorherrschend. Das Medium der Künste strukturierte vorab jede ästhetische Erfahrung auf eine Erfahrung von Schönheit hin. In den bildenden Künsten wird das Medium der schönen Künste durch Proportionsregeln, durch Symmetrien, durch goldene Schnitte und durch die Zentralperspektive konstituiert. In der Musik sind es der Kontrapunkt, das Taktsystem und das tonale System, welche jede Komposition auf einen schönen, harmonischen Klang hin präparieren. Medium, Werk und Konzept waren in den schönen Künsten durch ein gemeinsam geteiltes kulturelles Wissen miteinander verbunden und wurden deshalb auch nicht als getrennte Komponenten wahrgenommen. In dem Schema steht die gepunktete Linie zwischen Medium, Werk und Konzept hier für diese kulturelle Verkopplung der drei Komponenten der Kunstkommunikation. Im Prinzip kann man dieses Schema auf alle prämodernen Kunstformen übertragen, sei es auf mittelalterliche, sei es auf antike und sogar auf die prähistorische Kunst. All dies ändert sich mit dem Einbruch der ästhetischen Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Kunst hatte ein eigenes autonomes Kommunikationssystem ausgebildet, in dem die Künste so frei wurden, den tradierten Kunstbegriff mit Hilfe von neuen Kunstwerken aktiv zu negieren. Dies betraf zunächst einmal den allgemeinen Anspruch aller schönen Künste, schön zu sein. Mit der Ausbildung der modernen Ismen wie dem Kubismus oder dem Expressionismus kam es also zu einer Negation des Mediums der Kunst, die die ästhetische Erfahrung von Schönheit bis dahin präparierte, was hier mit dem Ausfall des Segments M angedeutet wird. Anstelle von Schönheit setzt Germaine Richier bei ihrem Christus von Assisi jetzt auf einen alternativen ästhetischen Wert, nämlich auf den ästhetischen Wert des Ereignisses, der wiederum dem Expressionismus zugrunde liegt. Die Komponenten von Werk und Konzept, also von W und von K, sind aber noch eng miteinander verbunden, sprich, sie sind selbstverständlich miteinander verknüpft. Das Konzept sagt, dass es sich um eine Christusfigur handelt und die Plastik zeigt einen Christus am Kreuz. Diese Kopplung gewinnt jedoch in diesem konkreten Werk einen besonders sinnfälligen Ausdruck, insofern nämlich die Figur im Rücken mit dem Kreuz verschmolzen ist. Die Auswirkungen der Negation des Mediums der schönen Künste auf die Kunstkommunikation sind gravierend. Es entsteht jetzt eine Bifurkation zwischen Insidern und von Outsidern, die es früher so nicht gab. Ein Großteil der Kunstbetrachter konnten die frühen Werke des Expressionismus überhaupt nicht mehr als Kunst verstehen. Für sie ist die Negation von Schönheit schlichtweg keine Kunstkommunikation. Für einen kleinen Teil von Kunstinsidern hingegen war die Negation des Mediums selbst zur Mitteilung geworden, dass diese Werke nämlich modern und fortschrittlich sind. Mit Marshall McLuhan müsste man ironischerweise sagen, the negation of the medium is the message. Sobald die Kunst ein autonomes Kommunikationssystem ausgebildet hat, gerät sie in eine Überbietungslogik hinein. Durch die neue Kunst über eine Negation von Kunst generiert ist, die alt ist, die es also schon gibt. Das führt in der historischen Avantgarde zwangsläufig auch zur Preisgabe des Werkcharakters der Kunst. Kunstwerke sind nicht einfach Formenkombinationen, wie es bei Luhmann heißt, sondern entscheidend bei einem Kunstwerk
zumindest im traditionellen Sinne, ist, dass seine wahrnehmbaren Formen sich zu einem Sinnzusammenhang zusammenschließen. Genau diese Prämisse wird in Joseph Beuys Kreuzigung negiert. Die Arbeit reduziert sich auf die Information des Titels, sprich auf das Konzept, dass diese Assemblage als eine Kreuzigung zu rezipieren ist. Die verbreitete Interpretation, dass die beiden Flaschen auf den Holzklötzen auf Maria und Johannes verweisen und eine Holzlatte Jesus am Kreuz symbolisiert, sind Aussagen, die sich nur mit Hilfe von Insiderinformationen treffen lassen. Ganz allgemein kann man diese Art von Kunst als Konzeptkunst bezeichnen. Was man an diesen Arbeiten verstehen kann, ist einzig allein noch das Konzept, dass es sich hier eben um Kunst handelt, bei der die Werkkategorie und die Medienkategorie zugleich vorsätzlich annulliert sind. So unverständlich die Konzeptkunst Anfang war, irgendwann wurden auch solche Arbeiten zu einer selbstverständlichen Erscheinungsform der Kunst im Kunstsystem. Damit ist in der Überbietungslogik der ästhetischen Moderne ein Nullpunkt erreicht. Der Konzeptcharakter der Kunst lässt sich nicht mehr negieren. Auf ein Konzept kann man in der Kunstkommunikation aber nicht einfach verzichten, denn in ihm ist eine entscheidende Minimalinformation verschlüsselt, nämlich, dass es sich hier um Kunst handelt und nicht etwa um soziale Arbeit oder um Pädagogik oder um Politik oder um Wissenschaft. All diese Themen sind in der zeitgenössischen Kunst durchaus virulent. Aber dieses Spiel muss sich für die Beobachter noch vom Ernst des Lebens unterscheiden lassen. Dennoch haben sich mit der Konzeptkunst die Negationsmöglichkeiten noch nicht erschöpft. Wenn erst einmal die Erwartung im Kunstsystem aufgebaut wurde, dass avantgardistische Kunst auf den Mediengebrauch und auf den Werkcharakter von Kunst verzichten kann, dann ist man auch so frei, eben diese Erwartungen erneut zu negieren. Genau diese Option hat die ästhetische Postmoderne entdeckt, insofern sie eine Negation der Negation des Mediums der schönen Künste vollzieht. Es kommt jetzt zu einer systematischen Reinklusion der figurativen Malerei, der gegenständlichen Plastik, der tonalen Musik, des Ornaments oder des Reims in die avancierten Kunstszenen. Also all jener Formen, die von den Avantgarden einst negiert und tabuisiert wurden. Jetzt kann auch Kippenberger die eindeutige, identifizierbare Gestalt eines Kreuzes und eines Gekreuzigten wieder verwenden, wenn auch in der Form eines grünen Frosches. Sowohl das Sujet als auch die grelle Ästhetik dieser exemplarischen postmodernen Arbeit erfüllen eine ganz bestimmte Funktion im Kommunikationshaushalt der Kunst. Sie blockieren nämlich die Lesart, dass Kippenberger, indem er sich über die Tabus der Avantgarde hinwegsetzt, einfach ein Konservativer sei, der nichts Neues schafft. Auch der absurd klingende Titel "Zuerst die Füße" erfüllt eine solche Distanzierungsfunktion. Der Konsumfrosch hatte wohl darum gebeten, zuerst an den Füßen angenagelt zu werden, damit er noch sein Ei essen und sein Bier trinken könne. Das Medium der figurativen Kunst wird von Kippenberger also nicht einfach naiv, sondern ironisch gebrochen wiederverwendet. Diese ironische Distanz wird hier im Schema durch den Spalt zwischen Konzept und Medium dargestellt. Charakteristisch für die ästhetische Postmoderne ist, dass die Werkkategorie noch neutralisiert bleibt, obwohl man umgangssprachlich natürlich auch hier von einem Kunstwerk sprechen könnte. Terminologisch präzise sind Kunstwerke aber, wie gesagt, nicht einfach Formenarrangements oder Formenkombinationen, sondern stiften darüber hinaus eben auch Sinnzusammenhänge, was hier ganz offensichtlich nicht der Fall ist oder torpediert wird. Eine Sinnsynthese wird von Kippenberger bewusst blockiert, wenn er ein Holzkreuz, einen grünen Frosch, ein Bierglas und ein Ei zu einem Gegenstand der Kunstkommunikation kombiniert. Kippenbergers Kruzifix lässt sich nicht als eine sinnvolle Auslegung des christlichen Glaubens verstehen, sondern es negiert das Christentum höchstens an und für sich.
Man hat es hier mit einer spezifisch postmodernen Form von Kunstkommunikation zu tun, die eine Doppelkodierung aufweist. Die Outsider des Kunstsystems können den gekreuzigten Frosch nur als maximalen Affront gegenüber der Religion verstehen. Von den Insidern wird der Frosch am Kreuz hingegen als Ausdruck von Ironie verstanden, welche die Funktion erfüllt, dass Kippenberger figurativ und gegenständlich arbeiten kann, ohne deswegen im Kunstsystem als reaktionärer Künstler marginalisiert zu werden. Es bleibt natürlich nicht aus, oder es blieb nicht aus, dass die postmodernen Künstler als Reaktionäre bezeichnet wurden, aber dieses Urteil fiel früher oder später eben auf die humorlosen Besserwisser zurück, die den Witz der Postmoderne einfach nicht verstanden hatten. Maurizio Catalans La Nonna Ora zeigt schließlich, dass selbst das postmoderne Spiel mit Kunststilen, mit Ästhetiken, mit Motiven und Themen nicht das letzte Wort in der modernen Kunstgeschichte geblieben ist. Auch hier gibt es eine ganze Reihe von Elementen wie Glasscherben, einen Gesteinsbrocken, den Papst Johannes Paul II., einen roten Teppich und den Titel in der 9. Stunde. All das hat auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun, vermag aber einen komplexen Interpretationsprozess in Gang zu setzen. Der Werkcharakter der Kunst kommt auch hier in Gestalt einer doppelten Negation zurück, also einer Negation des von der Avantgarde negierten Kunstwerks. Die Glasscherben auf dem Boden deuten darauf hin, dass der Gesteinsbrocken von oben kam und der Papst entsprechend von einem Meteoriten getroffen wurde, was nirgendwo geschrieben steht. Die 9. Stunde wiederum verweist auf eine Bibelstelle, in der Jesus am Kreuz ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit tatsächlich den Papst treffen könnte, ist nach irdischen Maßstäben vollkommen ausgeschlossen, sodass hierfür tatsächlich ein göttlicher Eingriff erforderlich wäre. Das Kunstwerk kommuniziert also genau genommen, dass Gott existiert, indem es symbolisch den Papst erschlägt. Anders als Kippenbergers gekreuzigter Frosch, der eine Nonsensaussage macht, generiert Catalans erschlagener Papst eine vollkommen überraschende ästhetische Idee. Die Wiederkehr des Werkcharakters macht das Verstehen dieser Art von Kunst schwierig und extrem aufwendig, denn der Selektionsaufwand einer solchen Kunstkommunikation steigt. Weder sagt das Konzept, sprich der Titel, was das Werk bedeutet, noch präformiert ein Medium das Werk. Entsprechend ergeben sich zwischen Werk und Medium und zwischen Werk und Konzept jetzt zusätzliche Freiräume, die wiederum im Schema durch diese Lücken zwischen W und M und zwischen W und K angedeutet werden. Man kann Catalans Arbeit wieder als einen Sinnzusammenhang lesen, aber dies erfordert eine viel stärkere Interpretationsanstrengung als Michelangelos Kruzifix von Santo Spirito. Werk, Medium und Konzept waren zu Michelangelos Zeiten in einem übergreifenden kulturellen Kontext miteinander verknüpft, wohingegen Catalans in der 9. Stunde ein singuläres Kunstwerk darstellt, das erst in der Kunstkommunikation zwischen der Arbeit und ihrem Betrachter entsteht, ganz gleich, was sich der Künstler tatsächlich dabei gedacht haben mag. Ich möchte in diesem Fall von einer in sich reflektierten oder kurz gesagt von einer reflexiven Kunst sprechen. Medium, Werk und Konzept sind hier entkoppelt und müssen und können gerade deshalb auch wieder frei miteinander verkoppelt werden. Das bedeutet für die Kunstkommunikation ganz allgemein, dass sich die Selektionsmöglichkeiten für Information, für Mitteilung und für das Verstehen potenzieren und sich deshalb auch das Interpretieren und das Verstehen solcher Werke extrem verkompliziert. Sie sehen hier eine sogenannte historische Reihe für die Skulptur, die thematisch jetzt von mir auf Kreuzigungen eingeführt wurde. Die Strategie dahinter ist, dass solche Reihen von all dem abstrahieren, worauf es in der Geschichte der modernen Kunst eigentlich nicht ankommt. Man gewinnt so ein visuelles Argument, an dem sich unmittelbar ablesen lässt, wenn das Medium und wenn das Werk in der Geschichte der modernen Künste ausfallen und wann sie später wieder schrittweise inkludiert werden.
Wenn man die Geschichte der Künste als eine Geschichte der Kunstkommunikation analysiert, dann lassen sich die großen geschichtlichen Zäsuren der modernen Kunst eben als eine Abfolge von einfachen und von doppelten Negationen erklären. Der Fortschritt der Moderne bestand also keinesfalls in einer immer größeren Abstraktion oder in einer Überwindung des Werkcharakters der Kunst oder in einer vollständigen Entgrenzung des Kunstbegriffs, sondern in einem Zugewinn von Freiheitsgraden der Kunstkommunikation. Mein Ehrgeiz besteht darin, dieses Theoriemodell der ästhetischen Moderne demnächst einmal in Gestalt eines solchen Bilderatlasses zu veröffentlichen, der sich eben aus historischen Reihen, aus der Malerei, aus der Skulptur, der Architektur, der Poesie und der Musik zusammensetzt. Letztendlich handelt es sich bei diesem Theoriemodell um ein gattungsübergreifendes Modell, weil jede Art von Kunstkommunikation auf eine Informations-, auf eine Mitteilungs- und auf eine Verstehenskomponente eben angewiesen ist und weshalb sich solche historischen Reihen dann eben auch in verschiedenen Gattungen gleichermaßen konstruieren lassen. Die Geschichte der modernen Künste lässt sich also gattungsübergreifend als eine Ausdifferenzierungsgeschichte der Kunstkommunikation rekonstruieren. Hierbei kommt es zu einem Paradigmenwechsel, und zwar zu einem Paradigmenwechsel von einer Materialästhetik zu einer Gehaltsästhetik, der durch die Konzeptkunst hindurchgeht. Bis in die historische Avantgarde hinein war Neuheit in der modernen Kunst immer über das neue ästhetische Material definiert. Mit der Konzeptkunst setzt aber eine gegenläufige Bewegung ein, weil die Innovationsspielräume in der Materialästhetik sich erschöpft hatten. Und die Neuheit der Kunst wird dann zunehmend über neue ästhetische Gehalte generiert. Damit komme ich zum eigentlichen Kern meines Vortrages, nämlich zu der normativen Frage, was ist gute Kunst? Mit 2 Fragezeichen. Das erste Fragezeichen bedeutet, dass sich die normative Frage nach der guten Kunst nicht vermeiden lässt. Und das zweite Fragezeichen stellt die Frage selbst wieder in Frage, weil man sie heute eigentlich gar nicht mehr so richtig stellen kann. Aus dem Theoriemodell der ästhetischen Moderne lässt sich eine weitreichende Unterscheidung ableiten, nämlich die Unterscheidung zwischen einer selbstverständlichen und einer selbstreflexiven Kunstkommunikation. Es handelt sich zunächst einmal um eine rein deskriptive Unterscheidung, die sich aus der intrinsischen Ausdifferenzierungsgeschichte der Künste im 20. Jahrhundert ableiten lässt. Durch die Ausdifferenzierung von Werk, Medium und Konzept werden die Freiheitsgrade größer, eine Differenz zwischen Information und Mitteilung herzustellen, wodurch sich entsprechend auch das Verstehen von Kunstwerken immer anspruchsvoller gestaltet. In einer selbstverständlichen Kunstkommunikation bleibt der Selektionsaufwand sehr gering, sodass man ihn in der Regel nicht einmal bemerkt, dass hier 3 Selektionen vorgenommen werden. Man benötigt viel weniger Vorwissen und man benötigt auch viel weniger Zeit, weil diese 3 Selektionen durch einen gemeinsam geteilten kulturellen Kontext immer schon vorselektiert sind. Es gibt entsprechend auch nur wenige Kombinationsmöglichkeiten und um mögliche Informationen mit möglichen Mitteilungen zu kombinieren und diese Kombinationsmöglichkeiten als eine Kunstkommunikation dann auch zu verstehen. Die Frage wäre nun, ob sich diese Unterscheidung von selbstverständlicher und selbstreflexiver Kunstkommunikation auch als eine normative Unterscheidung gebrauchen lässt. Könnte man nicht sagen, dass die historischen Errungenschaften der ästhetischen Moderne für eine moderne Gesellschaft selbst normativ werden? Wäre es nicht möglich, die selbstreflexive Kunstkommunikation in einem spezifischen Sinne als gut zu charakterisieren? Genauso würde ich die Frage gern beantworten, nur handelt man sich damit beim Negativwert, also auf der Seite der selbstverständlichen Kunstkommunikation, eine fundamentale Schwierigkeit ein. Man behauptet damit nämlich, dass alle selbstverständliche Kunstkommunikation, und das beträfe mindestens 99,99% aller Kunst, an und für sich schlecht sei. Letztendlich muss jede populäre Kultur auf einer selbstverständlichen
Kunstkommunikation beruhen, sonst könnte sie ja nicht populär sein. Man kann im 21. Jahrhundert aber nicht mehr einfach wie einst Adorno sagen, alle populären Kunstformen seien minderwertig. Zudem hat die postmoderne Kunst die niederen Kunstformen in die Hochkulturkunst inkludiert, sodass die Unterscheidung zwischen Populärkultur und Hochkultur als eine normative Unterscheidung vollkommen unbrauchbar geworden ist. Was aber möglich ist, ist, zwei unterschiedliche Wertesphären zu unterscheiden. Mit der Ausbildung der ästhetischen Moderne hat sich eben nicht nur eine reflexive Kunst ausgebildet, sondern es kam parallel dazu auch zu einer Explosion der Populärkultur, die nicht einfach schlechte Kunst ist. Es entsteht eine unüberschaubare Menge von populären Kunstformen, inklusive von Mode, Werbung und Design, die alle ihren eigenen ästhetischen Wertekanon ausbilden und mit je eigenen Wertekriterien urteilen. Und sie urteilen, was in ihrem Bereich gelungen oder misslungen, sprich, was gut oder schlecht ist. Diese Formen der selbstverständlichen Kunstkommunikation lehnen sich an unterschiedliche kulturelle Kontexte an, denen unterschiedliche kulturelle Werte eben auch eingeschrieben sind. Und solche kulturellen Werte, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, diese kulturellen Werte können mehr oder weniger gut von einem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht werden. Der Rock'n'Roll zum Beispiel kann das Lebensgefühl der sexuellen Revolution gut oder schlecht ausdrücken. Der Punk kann mehr oder weniger anarchistisch klingen. Die politische Kunst kann eine politische Haltung mehr oder weniger gut artikulieren. Eine Mode kann den Zeitgeist treffen oder eben nicht. Da die kulturellen Kontexte heute nicht mehr durch Moral und Religion integriert sind, wie das noch zu Zeiten von Michelangelo der Fall war, zerfällt die populäre Kultur in eine Vielzahl von unterschiedlichen Wertesphären, die zudem auch noch immer kleinteiliger werden. Das ist ein Resultat der fortschreitenden Individualisierung. Am Ende kann man über hunderte verschiedene Metal-Stile unterscheiden, wobei die Anhänger den eigenen Stil immer für den einzig richtigen halten und alle anderen Stile als falsch oder schlecht bewerten. Wenn die kulturellen Kontexte sehr eng und speziell werden, spricht man auch nicht mehr von Populärkultur, sondern von Subkulturen, die sich in ihrem kleinen Feld ebenfalls im Modus der selbstverständlichen Kunstkommunikation entfalten. Die moderne Gesellschaft bildet also eine schier unendliche Zahl von Wertesphären aus, in denen gemeinsam geteilte kulturelle Werte von bestimmten Gruppen den Maßstab für gute und für schlechte Kunst konstituieren. Gute Kunst artikuliert dann besonders gut die Werte, welche die Wertegemeinschaft konstituieren, und schlechte Kunst erbringt eben diese Artikulationsleistung gerade nicht. Sowohl die vormoderne Kunst als auch die populären und die subkulturellen Kunstformen von heute beruhen auf einer selbstverständlichen Kunstkommunikation und weisen entsprechend eine Strukturverwandtschaft auf. Es handelt sich gleichermaßen um repräsentationale Kunst. Es geht hierbei jeweils um die Darstellung von Vorstellungen und von Ideen, welche eine Gruppe von Menschen teilt. Demgegenüber bildet die reflexive Kunst einen ganz anderen Kommunikationsmodus aus. Das Kunstideal der reflexiven Kunst ist das singuläre Kunstwerk, das keine geteilten kulturellen Verstehenskontexte voraussetzt, sondern seinen eigenen Verstehenskontext in der eigenen Arbeit je neu generiert. Zwar möchte die reflexive Kunst von ihrem Selbstverständnis her natürlich nicht einfach kulturelle Ideen repräsentieren, sie wird aber in den meisten Fällen genau dies tun. In den entsprechenden Kunstszenen werden solche Werke dann mit den negativen Wertebegriffen belegt. Die Werke sind epigonal oder langweilig oder uncool oder kitschig und so weiter und so fort. Die reflexive Kunst folgt also einem Innovationsideal und möchte keine selbstverständliche Kunstkommunikation sein und kreiert aufgrund ihrer Abgrenzung nach außen zur selbstverständlichen Kunst eine eigene interne Wertedifferenz mit einem
eigenen Positivwert und einem eigenen Negativwert. Die Frage ist aber jetzt, nach welchen Kriterien lassen sich dann singuläre Kunstwerke eigentlich beurteilen und bewerten? Sie beziehen sich ja gerade nicht auf spezifische kulturelle Werte, die bestimmte Gruppen und Menschen teilen. Der Bezugskontext der reflexiven Kunst ist auch nicht die Kultur, sondern die Gesellschaft. Moderne Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie evolvieren und entsprechend Folgeprobleme hervorbringen, Folgeprobleme ihrer eigenen Evolution hervorbringen. Gesellschaftliche Probleme müssen aber zunächst erst einmal als reale Probleme wahrgenommen und als solche identifiziert werden, was selbst wiederum problematisch ist. Die Selbstbeschreibungen, die Erfahrungsmuster und die Ideologien, mit denen man die Gesellschaft bislang wahrgenommen und begriffen hat, verhindern nämlich systematisch, dass man die Gesellschaft so sieht und beschreibt, wie sie tatsächlich geworden ist. An diesem Punkt gewinnt die selbstreflexive Kunstkommunikation ihre gesellschaftliche Funktion. Gerade weil die singulären Kunstwerke sich auf keine gegebenen kulturellen Kontexte stützen, zumindest stützen wollen, und diese Kontexte weder affirmieren noch kritisieren, tragen sie auch ihren Teil dazu bei, die kulturellen Kontexte zu neutralisieren. Die reflexive Kunst gehört entsprechend zu dem Ort im vorpolitischen Raum, an dem die Gesellschaft ihre verfestigten Selbstbeschreibungen umschreiben und ihre dominant gewordenen Ideologien verflüssigen kann. Ich habe soeben dieses Buch Ideologiemaschinen, wie Cancel Culture funktioniert, herausgebracht, und dieses Buch beschreibt, wie und warum es heute zu einer starken Politisierung von Institutionen in liberalen Demokratien kommt, und das betrifft Bildungsinstitutionen, das betrifft die Wissenschaften, insbesondere aber eben auch die zeitgenössische Kunst. In politisierten Kunstszenen verschwindet aber früher oder später die reflexive Kunst. Was aber eben auch heißt, dass die Kunst an diesen Orten ihre gesellschaftliche Funktion eigentlich nicht mehr erfüllen kann, nämlich neue Selbstbeschreibungen der Gesellschaft zu provozieren. Was stattdessen entsteht, ist zumeist politische Kunst, die auf einem gemeinsamen geteilten Wertekonsens zurückgreifen kann, und entsprechend nimmt die Kunstkommunikation dann auch wieder die Gestalt von einer selbstverständlichen Kunstkommunikation an, nur dass eben das gemeinsam geteilte Selbstverständnis ein politisches ist. Und damit bin ich am Schluss angelangt. Die Frage, was ist gute Kunst, lässt sich nicht vermeiden. Gerade weil die reflexive Kunst extrem unwahrscheinlich ist, muss sie privat gesponsert oder staatlich subventioniert werden und bedarf entsprechend auch einer Legitimation. Irgendwann muss immer die Frage beantwortet werden, welcher Künstler oder welche Künstlerin die finanziellen und symbolischen Ressourcen verdienen und welche nicht. Und die pauschale Antwort fällt dann immer normativ aus, natürlich die Guten. Vielen Dank.